Hallo, ich bin Klaus Eisenblätter, Humanmorphologe und seit über 20 Jahren praktizierender Morpheus Profiler. Ich stelle dir heute das Thema Profiling und in demzufolge auch die Humanmorphologie ein bisschen näher vor. Die meisten verstehen ja unter Profiling, dass wir ausschließlich in der Kriminalistik arbeiten und oder in der Forensik. Das stimmt so nicht. Weil wenn es um das Thema Profiling oder Profilieren geht, dann sprechen wir vor allen Dingen auch um das Thema Charakterprofil, Persönlichkeitsprofil und schauen uns diesbezüglich die Talente, die Potenziale, die Ängste, die Konflikte und vieles mehr gucken wir uns an, um vor allen Dingen den Anfragenden einfach auch da Hilfestellung zu geben, wer sie sind, wo sie herkommen, wo sie hin möchten und die eine oder andere Problemstellung, wie wir ihnen natürlich helfen können, diese zu lösen. Hierbei sind wir in der Lage mittlerweile, das schon seit eigentlich über 30 Jahren, aber seit 20 Jahren erst öffentlich, dass wir rein über Fotos agieren können. Das heißt, dass wir Fotos gestellt bekommen, zugesandt bekommen und die dazugehörige Fragestellung und damit auch die Aufgabenstellung. Und hierbei habe ich allein die letzten 20 Jahre speziell nur über auch internationale Behörden Gutachten erstellt, schriftliche Gutachten. Und ich möchte Sie an einem Beispiel und euch einfach mal teilhaben lassen. Das heißt, ich bin angefragt worden das ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her, von einer Privatdetektei, die wiederum zusammengearbeitet hat mit einer Behörde. Und zwar ging es um einen klassischen Stalking-Fall. Der war schon sehr, sehr extrem. Man war schon seit 3 Jahren etwa auf der Suche, wer diese Person, das war eine junge Dame, die gestalkt wurde. Und man war einfach vor lauter Verdächtigen am Überlegen, wer könnte das sein? Man wollte endlich diesen Täter überführen, weil es war 3 Jahre lang eine Odyssee für diese Frau. Und man wusste einfach nicht mehr weiter. Und über Empfehlung ist man auf mich aufmerksam geworden, hat gefragt: „Klaus, könntest du eventuell uns helfen?“ Sage ich: „Ja, kann ich mir gerne angucken.“ Man traf sich, wie gesagt, in den Büroräumlichkeiten der Privatdetektei inklusive des ermittelnden Beamten aus der Behörde. Und ich fragte dann: „Okay, was habt ihr bisher alles soweit recherchiert?“ Das heißt, man zeigte die E-Mail-Korrespondenzen, man zeigte dann auch die Verdächtigen et cetera. Und der ganze Vorgang hat etwa 1,5, 2 Stunden etwa gedauert. Und das Interessante ist, was mir als Humanmorphologe und Morpheus Profiler aufgefallen war, ist, das war die Schreibweise auf der einen Seite, wo natürlich die Überlegung war: Wie schreibt ein Mann, wie schreibt eine Frau? Das war schon so die erste Diskrepanz gewesen. Und ihren Hauptverdächtigen, den sie gezeigt hatten, aufgrund des Fotos, war bei mir sofort aufgrund der Analyse dieses Fotos und damit auch des Charakters, dass diese Person es nicht gewesen sein konnte, sprich der Stalker. Und für die Beamten und vor allem für die Privatdetektei, die haben sich natürlich gewundert, wieso ich so schnell drauf käme, zu sagen, dass diese Person nicht der Stalker sein konnte, weil es war der erste Hauptverdächtige gewesen. Und habe demzufolge dann ein Persönlichkeitsprofil kurz erstellt und die Antwort war dann seitens der Ermittler, dass sie bestätigen konnten, ja, sie hatten ihn sogar in Gewahrsam genommen gehabt, aber es hat sich dann innerhalb von 48 Stunden herausgestellt, dass diese Person definitiv nicht der Stalker war. Hat man natürlich an diesen möglichen Stalker, den man nicht kannte, Fallen gestellt. Das heißt, man hat sogenannte Fangschaltungen gemacht, man hat auch E-Mail-Fallen hatte man gestellt. Man hatte sich die Übergaben, die man haben wollte, man hat auch teilweise natürlich die Gestalkte dann beobachtet, verfolgt. Nichts hat geholfen. Und nachdem ich mir, wie gesagt, dann die Korrespondenz angeschaut hatte, war recht eindeutig und ich vor allen Dingen auch das Foto von der Gestalkten mir angeguckt habe, kam ich dann auf die Spur zu sagen: „Ihr sucht alle an der falschen Stelle.“ Die Person selber, die Frau, stalkt sich selbst, was natürlich eine komplett 180-Grad-Wendung war. Die Ermittler waren erst mal erstaunt. Und dann sagte ich: „Diese Person, die Frau, da sie auch informiert ist über diese Vorgänge, die ihr macht, war eindeutig auch in ihrem Persönlichkeitsprofil, was sie selber hatte, was ich aufgrund dieses Fotos erstellen konnte, innerhalb dieser 1,5, 2 Stunden Beratungsleistung, war dann eindeutig gewesen, dass ich gesagt habe: „Ihr müsst nach der Frau gucken. Die Frau will diese Aufmerksamkeit haben. Die Frau ist die, die euch an der Nase herumführt. Stellt der Frau die Falle.
ja, um einfach zu erkennen, wer ist wirklich hier der Gestalkte, dass es eigentlich nur eine Fiktion war und das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit der Gestalkten. Dann hat man gesagt, okay, man war zwar verwundert in dem Moment, hatte auch dem Ganzen erstmal von meiner Aussage nicht wirklich Glauben schenken können, aber man hatte ja schon in der Vergangenheit alles versucht, also hatte man hier der Frau eine Falle gestellt. Ergebnis war nach einer Woche bereits, dass man auf einmal festgestellt hat, es war tatsächlich die Frau, die selber diese Illusion des Stalkings verursacht hatte und dass sie selber diejenige war, die die Ermittler an der Nase herumgeführt hat. Und letzten Endes ist sie dann dadurch überführt worden. Und damit war klar, wie gesagt, dass die Frau selber alles in die Wege geleitet hatte, um nur diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie war hochgradig bipolar gewesen, was sich herausgestellt hatte. Und wie gesagt, dieser Fall wurde dann innerhalb von einer Woche dann gelöst. Wenn ihr mehr zu solchen Fällen wissen wollt oder auch dann über andere Geschichten des Alltages, ja, könnt ihr gerne weiter schauen, ja, welche Geschichten erzählt werden aus diesen letzten 20 Jahren. Ich freue mich für die Begleitung. Ihr Klaus Eisenbetter.